Hallo und willkommen in Ralfs Bastelbude. Heute stelle ich euch die Bosch Universal Circ 18 V53 vor. Das ist eine Akku-Handkreissäge und die habe ich bekommen mit einem Starter-Set, mit einem Ladegerät und einem 2,5 Ampere-Stunden Akku und einer Führungsschiene. Wer meinen Kanal schon länger schaut, weiß, dass ich ab und zu mal für Bosch, für das Forum one2do.com ein paar Geräte teste und das ist wieder mal eins von den Geräten. One2do.com kann ich übrigens auch voll und ganz empfehlen. Das ist ein Forum, da geht es um Bosch, vor allen Dingen um die grünen Geräte. Die Akku-Handkreissäge arbeitet mit einem 18 Volt Akku, hat eine Schnitttiefe von 53 mm und das ist halt auch das, was im Namen schon immer bei Bosch mit drin steht. Da kann man es schon mal genau erkennen, was das überhaupt ist. Wie immer haben die Produktmanager eine ganze Liste an Fragen mit beigelegt und die werde ich versuchen in dem Video vernünftig zu beantworten. Wie immer möchte Bosch als allererstes mal wissen, wie so der erste Eindruck von der Säge oder von dem Produkt ist. Und der erste Eindruck ist, wie eigentlich auch fast immer, gut. Die Bosch-Geräte sind alle gut verarbeitet. Das weiß allerdings auch mittlerweile jeder. Auch die grünen Bosch-Geräte sind alle gut verarbeitet. Da zeigt Bosch keine Schwächen. Das erste, was man sieht, wenn man die Verpackung aufmacht, ist der QR-Code. Da sieht man, wenn man den scannt, ein Video über die Säge. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Hat Bosch mittlerweile schon eine ganze Zeit lang so etabliert. Was ebenfalls eine tolle Sache ist, ist, dass man direkt schon mal so einen kleinen Quick-Start-Guide auf der Verpackung drauf hat, wenn man sie aufmacht. Und was Bosch natürlich auch mittlerweile ganz, ganz toll macht, es ist kein Plastik in der Verpackung. Und das finde ich richtig toll. Die Bedienungsanleitung ist wie immer super dick. Das liegt daran, dass die in 71 verschiedenen Sprachen übersetzt ist und die alle mit beigepackt sind. Naja, da weiß ich nicht, ob das so die beste Lösung ist. Ich brauche nicht jedes Mal so ein dickes Buch hier. Die eigentliche Bedienungsanleitung, die sich also wirklich um den Betrieb der Säge dreht, das sind eigentlich nur die 3 Zeilen oder die 3 Spalten hier. Der Rest sind Montage, Akku, technische Daten und jede Menge Warnhinweise, dass man eben sich da nicht wehtut. Ja, ein paar Bilder sind dabei, absolut ausreichend. Es ist eine Handkreissäge, das ist nicht so kompliziert. Wenn man sein Gerät auf der Bosch-Seite registriert, bekommt man noch ein zusätzliches Jahr Garantie. Da hat man eine 3 Jahre Garantie und ja, das ist natürlich eine praktische Sache. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Je länger die Garantie ist, umso besser ist es. Außerdem sind da meistens noch irgendwelche Zusatzaktionen, die Bosch da am Laufen hat. Im Moment kriegt man, glaube ich, wenn man das registriert, aber da nagelt mich nicht drauf fest, ein Akku kostenlos. Ebenfalls im Lieferumfang ist so ein kleiner Anschlag hier, so ein Parallelanschlag und ein Adapter für die Staubabsaugung. Die Säge selbst liegt super gut in der Hand. Man kann also mit der linken Hand als Rechtshänder nimmt man sie hier vorne und die rechte Hand greift dann in den Griff. Ich weiß nicht, ob als Linkshänder kriegt man das wohl auch hin. Halt dann direkt umgekehrt. Hier ist so ein kleiner Hebel, damit kann man den Schnittschutz manuell hochheben, wenn man zum Beispiel einen Tauchschnitt macht. Alle Hebel und Feststellschrauben sind gut erreichbar und geben auch keine Rätsel auf. Also das ist schon ordentlich gemacht. Mit dem 2,5 Ampere-Stunden Akku wiegt die Säge 3,3 Kilo und das ist okay. Das ist sogar relativ leicht. Meine andere Akku-Kreissäge wiegt deutlich mehr. Beim ersten Schnitt, das ist ganz wichtig,
schneidet man auch die Führungsschiene ein. Das heißt also, die ist dann eingestellt auf die Säge, sodass nachher der Gummi, der hier unten dran ist, genau die Sägekante zeigt. Was man auch beachten muss, wenn man mit der Führungsschiene arbeitet, ist, dass die Schnitttiefe sich natürlich auch verringert. Das heißt also, ich habe mal nachgemessen, so ungefähr 1 Zentimeter weniger Schnitttiefe als auf der Skala draufsteht. Dann schneide ich jetzt hier mal die 15 mm nochmal mit einer Einstellung von 25 mm Tiefe. Bin mal gespannt. Ja, auch das reicht noch nicht. Das heißt also, es ist ein bisschen mehr. Es ist schade, dass Bosch hier nicht dazu geschrieben hat, wie viel man zugeben muss bei der Führungsschiene. Muss man natürlich wieder ausprobieren. Also, da waren es jetzt mit 10 mm, war es ein bisschen wenig. Da fehlen noch 2 mm. Die Schnittqualität ist gut. Die Staubabsaugung ist nicht gut. Und das mit der Tiefeneinstellung, sorry, das gefällt mir einfach auch nicht. Also, dass man das ausprobieren muss. Und ich bin jetzt auch ungefähr auf Einstellung 27. Das kann man halt auch nur ungefähr sagen, weil eben nur alle 2 mm eine Markierung ist. Die Skala ist echt nicht gut abzulesen. Und dadurch, dass er halt in 2 mm Schritten eingeteilt ist, ist er auch ziemlich ungenau. Ja, je nachdem, wie man drauf guckt. Also wenn man ganz gerade drauf guckt, sieht man, ich habe hier 15 mm eingestellt. Und das können wir gerne mal nachmessen. (15 mm eingestellt. Tatsächliche Sägetiefe ist dann so zwischen 13 und 14 mm, obwohl ich 15 mm eingestellt habe. Gut, gucken wir mal, wie es beim Gärungsschnitt aussieht. Dazu muss natürlich auch dann die Schiene entsprechend erstmal eingeschnitten werden. Akku immer rausmachen. So, und dann haben wir zum Verstellen, da müssen wir gleich 2 Schrauben öffnen bzw. schließen. Bisschen umständlich. Kenne ich auch besser von anderen Herstellern. Die Schnittqualität ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Aber Staubabsaugung. Sorry, das ist keine Staubabsaugung. Das ist nix. Ich habe jetzt mal den Anschlag hier mit befestigt. Mal gucken, wie es dann mit dem Anschlag geht. Was übrigens auch nicht klappt, ist selbst bei einer 20 mm Platte den Anschlag zu verwenden, den Parallelanschlag, weil der so hoch ist, dass ich hier einfach das Brett schon wieder überstehen lassen müsste. Das ist auch nicht so perfekt. Der Schlitz ist zwar relativ breit, aber man kann trotzdem ganz gut hier einer Linie folgen, die man sich aufgemalt hat. Noch besser soll das gehen, wenn man das dann runterklappt. Da bin ich mal gespannt. Wenn ich das Teil jetzt hier rausklappe, habe ich einmal die 0, bei 0 Grad habe ich einmal die eine Seite des Sägeblatts und einmal die andere Seite des Sägeblatts. Das heißt also, ich kann genau sagen, wo ich auf welcher Seite der Linie ich ansetze. Das ist schon total praktisch. Und auch wenn ich sie auf 45 Grad gestellt habe, die Säge, habe ich das auch nochmal hier mit den 2 Linien
bei 45 Grad. Und das hat jetzt auch echt gut geklappt. Und auch der Längsschnitt in eine, ich glaube, 45 mm starke Baudiele ist überhaupt gar kein Problem. Das sieht gut aus. Ganz wichtig, auch Arbeitsplatten sind überhaupt gar kein Problem. Die Schnittkante ist super sauber und es geht super flott durchs Material. Ich habe die Säge jetzt in allen möglichen Varianten getestet und ausprobiert und ich muss sagen, ja, in Ordnung. Was mir besonders gut gefällt an der Säge ist, dass sie echt leicht ist, dass das Schnittbild echt gut ist und dass dem Akku sehr lange durchhält. Das mit dem QR-Code finde ich klasse. Mit dem Video, was da hinterlegt ist, kommt man eigentlich komplett als Bedienungsanleitung rum. Das zeigt alles, was die Säge kann und wie man das macht. Was ich an der Säge noch verbessern würde, wäre die Skala für die Tiefeneinstellung. Also die gefällt mir wirklich nicht. Das ist schlecht abzulesen. Dann die 2 mm Skalierung. Das geht besser. Dann, dass man hier 2 Schrauben aufmachen muss, um sie im Winkel zu verstellen, finde ich auch nicht so toll. Der Parallelanschlag, der ist mir hier einfach zu hoch. Da habe ich ja im Video schon gezeigt, ist nicht optimal. Würde ich flacher machen. Ja, und das mit der Staubabsaugung. Das ist aber anscheinend wirklich bei allen Handkreissägen so. Also bei allen, die ich kenne. Ich habe jede Menge. Sauber sind die alle nicht. Ich kann die Säge jedem empfehlen, der schon mit den grünen Bosch-Akkus am Arbeiten ist. Da macht das Sinn. Das ist keine schlechte Säge. Wenn man bis jetzt noch keine grünen Bosch-Geräte besitzt, dann gibt es da mit Sicherheit noch Alternativen. Aus dem gleichen Haus von Bosch gibt es da im blauen Bereich, glaube ich, welche, die sind einfach eine Ecke besser. Ich bin auch irgendwie mehr der Fan von der Tauchsäge. Die ist für mich von der Handhabung her einfach angenehmer. Mein erster Eindruck von der Führungsschiene war ein echt guter. Sie ist schön klein, kompakt. Das mit dem Zusammenstecken hier finde ich super toll. Als ich dann mit der Führungsschiene gearbeitet habe, fand ich sie dann doch ein bisschen wackelig. Und ja, diese Anti-Rutsch oder das Anti-Rutsch-Gummi hier unten drunter ist dann doch, wenn da ein bisschen Staub drauf ist, gleich sehr rutschig. Das machen andere auch besser. Im Großen und Ganzen muss man halt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen und da ist die Bosch wirklich nicht schlecht. Es ist eine leichte, gut zu bedienende Handkreissäge und mit der kann man ordentliche Schnitte machen und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, die Glocke aktiviert und meinen Kanal abonniert. Dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier in Ralfs Bastelbude.